Heute geht es um Hapag-Lloyd. Ein sehr interessantes Unternehmen, wie ich finde, mit einer noch interessanteren Bewertung. Das KGV liegt aktuell bei 2 und die Dividendenrendite läge, wenn sie nicht gesenkt würde, bei 50%. Deshalb ist das Unternehmen auf meiner Watchlist gelandet, denn es steckt aktuell in einer interessanten Situation und könnte ein antizyklisches Investment sein. Vielleicht ist es auch für dich sehr interessant. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal die wichtigsten Kennzahlen an und meine Intrinsic Value Berechnung. Also, los geht's. Hallo, ich bin Christoph. Vor ungefähr 15 Jahren habe ich meine ersten Schritte am Aktienmarkt gemacht und seitdem viel gelernt. Ich bin ein langfristig orientierter Anleger mit einem relativ stark konzentrierten Portfolio. Hier bei Future Fortunes geht es um das Investieren in disruptive Megatrends, wie zum Beispiel die Elektrifizierung des Pkw, Genetik, Robotik, künstliche Intelligenz, aber auch synthetische Biologie. Ich bin überzeugt, dass diese und weitere Megatrends die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, in den nächsten 10 Jahren dramatisch verändern werden. Hapag-Lloyd, Tickersymbol HLAG, ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Es handelt sich dabei um das 5. größte Containerschifffahrtsunternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung aktuell von 30 Milliarden Euro. Vor ein paar Monaten ist das Unternehmen auf meinem Radar aufgetaucht, vor allen Dingen aufgrund seiner hervorragenden Kennzahlen zur Profitabilität. Ich habe es dennoch nicht gekauft, der Abwärtstrend in der Wirtschaft war ja schon absehbar. Die hohe Inflation hat dafür gesorgt, dass die Zentralbanken die Zinsen abheben. Das bremst ja die Wirtschaft aus und es kamen Rezessionsängste auf. Darauf reagieren die Börsen. Ja, das kann jetzt auch mal länger dauern. Das könnte ja auch mal 1-2 Jahre jetzt einen Abwärtstrend geben an der Börse. Jetzt wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt, sukzessive eine Position aufzubauen, denn das Unternehmen ist bereits 60% vom Allzeithoch gefallen. Und je nachdem, wie sich halt jetzt die Wirtschaft und damit halt auch der Umsatz und der Gewinn von Hapag-Lloyd entwickelt, wäre es ein sehr interessantes Investment, vielleicht sogar ein richtig gutes Investment, wenn man jetzt einsteigen würde. Allerdings kennt ja keiner die Zukunft und daher würde ich jetzt vorsichtig sein und sowieso nicht zu viel kaufen. Weiterhin spricht für das Unternehmen, dass es in die letzten 10 Jahre durchschnittlich sehr stark gewachsen ist. Und 30% Insider Ownership ist ein hervorragender Wert. Wir können ja mal kurz reinschauen. Also vor allen Dingen hält hier Klaus Michael 30% der ausstehenden, der handelbaren Aktien. Und dann gibt es hier noch die Campagna Sudamericana de Vapores. Die halten auch 30%, je nachdem, wie man das bewerten will, handelt es sich ja dabei schon fast auch um Insider dann. Die Hamburger, in Hamburg steckt, ich vermute mal, dass es Hamburg ist, die Hamburger sind investiert, auch mit 14% und dann kommen ein paar andere wie Qatar Investment und so weiter. Aber auf jeden Fall mindestens 30% Insider Ownership. Und wenn man noch bei DataRoma nachschaut, dann sind die Insider auch nicht am Verkaufen. Auch ein sehr gutes Zeichen. Es handelt sich ja um ein wirklich langweiliges Geschäftsmodell, das würde Warren Buffett, Peter Lynch und auch Terry Smith hervorragend gefallen. Die Bilanz sieht hervorragend aus, das Unternehmen hat wenig Schulden und zu guter Letzt zahlt es auch noch Dividenden. Das ist sicherlich jetzt kein wichtiges Kriterium für mich, aber vielleicht ein nice to have. Wir können jetzt auch gleich über die was Kontra sprechen. Also die Bewertung ist, wie wir noch gleich sehen werden, nicht so ganz einfach. Es handelt sich definitiv um eine stark zyklische Branche, die sich natürlich an der Weltwirtschaft und am Handel zwischen den Staaten orientiert. Da gibt es ja gewisse Makrorisiken durchaus auch. Von Makrorisiken sollten wir uns natürlich bei der individuellen Bewertung von Unternehmen und bei einer Kaufentscheidung nicht beeinflussen lassen. Nichtsdestotrotz ist dieses Unternehmen stark anfällig für Rezessionen, wie wir gleich noch sehen werden. Jetzt springen wir mal rein in die Bewertung. Wie ich ja schon sagte, sind diese Renditekennzahlen hier wirklich hervorragend, top of the class, Return on Equity, Return on Capital, alles wirklich hervorragend. Hier selbst berechnet habe ich die Kennzahl Return on Capital Employed, eine der Lieblingskennzahlen von Terry Smith, Fundsmith, mit 47% wirklich auch sehr gut und der Return on Incremental oder Reinvested Capital ist auch sehr gut. Als Investor sollte einem ja wichtig sein, wie gut das Management Gewinne wieder reinvestieren kann, beziehungsweise zu welcher Rendite. Und das sagt uns halt dieses Return on Reinvested
Capital aus. Springen wir mal rein in die Berechnung des Intrinsic Value. Hier sind ja 3 Faktoren entscheidend. Zum einen muss ich hier oben einen normalisierten Free Cashflow angeben. Dazu kommen wir gleich nochmal. Weiterhin ist die Discount Rate entscheidend. Ich habe 15% gewählt. Damit bewerte ich alle meine Unternehmen. Das sehen andere Menschen als zu hoch an. Für mich ist das ein guter Wert. Damit habe ich eine gewisse Margin of Safety. Weiterhin wichtig ist die Wachstumsraten, die ich hier ansetze für die nächsten 10 Jahre. In dem Fall in einem schlimmsten anzunehmenden Fall, im besten Fall in einem Normalfall. Hier gehe ich davon aus jetzt mal, dass das Unternehmen so gut wie gar nicht wächst, weil jetzt die Wirtschaft stagniert und oder Marktanteile nicht gewonnen werden können und sonst Wachstum einfach ausbleibt. Da bin ich jetzt einfach mal konservativ. Im besten Fall wächst das Unternehmen vielleicht 10 oder bis 5% und im schlimmsten Fall sogar etwas weniger. Das muss man sicherlich immer anpassen und spielen und sich selbst überlegen, was da Sinn ergibt auf Basis natürlich der Vergangenheit, auf Basis von dem, was man sich ausmalt für die Zukunft. Kommen wir wieder zum Free Cashflow. Dieser ist in den letzten Jahren nicht ganz normal gewesen. Wir haben hier den Umsatz in Blau dargestellt und den Free Cashflow in Grün. Wie wir sehen, ist infolge der Corona-Pandemie oder mittendrin hier der Umsatz quasi explodiert. Ebenso der Gewinn, sprich der Free Cashflow. Dieser hat sich jetzt aber stark abgekühlt und hat, zumindest der Free Cashflow, hat hier schon fast wieder Vorkrisenniveau erreicht. Wir sehen weiterhin, dass das Unternehmen jetzt in der weiteren Vergangenheit, hier um 2013 bis 2016, so gut wie gar keinen Free Cashflow hatte, trotz gleichbleibenden Umsatzes. Und da wissen wir jetzt natürlich nicht, wie es weitergeht. Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Es könnte sich jetzt die ganze Weltwirtschaft noch weiter abkühlen. Damit würde es sich natürlich negativ auf den Umsatz und den Gewinn von Hapag-Lloyd auswirken. Es könnte jetzt aber auch sein, dass die Wirtschaft komplett einbricht, vielleicht deflationäre Tendenzen an den Tag legen, die Leitzinsen wieder gesenkt werden und das Wachstum und die Dynamik wieder von neuem losstarten. Das wissen wir nicht so genau. Positiv aufgefallen ist mir, dass in dieser Boomphase die Operating Expenses, also die operativen Ausgaben, jetzt nicht massiv gestiegen sind. Und man könnte jetzt annehmen, dass dieses Unternehmen gut durch die Krise kommt und wenn es dann wieder losgeht mit der Weltwirtschaft, auch eine gute Performance abgeben kann. Jetzt bleibt aber die Frage, was wollen wir beim Free Cashflow eingeben? Nun, letztes Quartal lag der Free Cashflow hier bei 0,8 Milliarden Euro. Das wäre aufs Jahr gesehen, wenn sich nichts weiter verändern würde, 3,2 Milliarden Euro. Wir sehen aber auch, dass das Vorkrisenniveau, wie ich ja hier hingeschrieben habe, mal bei 1,6 Milliarden lag oder noch weiter zurück, sogar bei 0,5 Milliarden. Insofern ist hier vieles möglich. Gehen wir jetzt von 0,5 Milliarden aus, dann kann der Kapitalverlust noch bis zu 90% betragen. Wenn wir davon ausgehen, nein, unter 1,6 Milliarden kann es eigentlich nicht gehen, dann ist das Unternehmen immer noch stark überbewertet, obwohl es bereits 60% verloren hat. Sollte sich das alles aber jetzt auf einem aktuell guten Niveau einpendeln und die nächsten Jahre so bleiben, dann wäre das Unternehmen schon fast fair bewertet. Noch ist es, glaube ich, kein Zeitpunkt einzusteigen. Vielleicht kann man, wie ich schon sagte, eine kleine Position aufbauen und das Unternehmen beobachten und dann jetzt sukzessive durch die Talsohle immer mehr kaufen. Dollar Cost Averaging heißt ja der Ansatz, dass man dann, wenn es weitergeht, mit einem guten Einstiegspreis dabei ist. Werfen wir doch noch einen kurzen Blick auf den Return on Capital Employed. Der gibt einen so einen kleinen Einblick in die Historie, wie sich das Unternehmen so entwickelt hat. Und da bis 2019 war dieser Wert wirklich alles andere als gut, hat sich dann jedoch fabelhaft entwickelt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat das Management jetzt einfach die Kurve gekriegt? Hat es diese Chance gut genutzt und wird es das Unternehmen weiterhin gut führen? Oder hat das jetzt in dieser Boomphase einfach nur sehr viel Glück gehabt, dass dieser Wert so weit nach oben geht? Wir werden sehen. Wie ich ja anfangs meinte, ist dieses Unternehmen stark anfällig für Rezessionen.
Und hier hilft natürlich ganz klar ein Blick in die Vergangenheit auf vergangene Rezessionen. Und das fiel hier halt auf, dass infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 fortfolgend der Umsatz hier tatsächlich, der Umsatz, nicht der Gewinn, der Umsatz hier ist um 90% eingebrochen, ebenso wie der Aktienkurs damals. Wir wissen nicht, wie 2024 wird und wie schlimm 2023 jetzt im letzten Quartal auch noch wird. Kommen wir zum Fazit. Eigentlich erfüllt das Unternehmen sehr viele Checkboxen, um für ein gutes Investment herzuhalten. Es hat Umsatzwachstum bewiesen, zumindest durchschnittlich die letzten 10 Jahre. Es hat Top-Kennzahlen zur Profitabilität, es hat ein hohes Insider-Ownership, die Insider verkaufen nicht. Nun gibt es aber Risiken, die habe ich ja dargelegt. Das Unternehmen ist noch nicht fair bewertet, vielleicht sogar noch überbewertet für das Risiko, was in dieser Aktie steckt. Nichtsdestotrotz könnte es, wenn jetzt die Kurse noch weiter fallen und die Wirtschaft sich noch abkühlt und die Börsen in eine Überreaktion verfallen, könnte es trotzdem ein interessantes Investment werden. Die Aktie ist aber sicherlich nichts für mein Kernportfolio, für eine größere Position. Ich würde sie maximal in meinem Learning oder in meinem Trading-Portfolio kaufen, um einfach ein bisschen was zu lernen. Grund hierfür ist meine Checkliste. Im Laufe der Jahre habe ich mir eine Checkliste erarbeitet, die so die wichtigsten Fehler vermeiden sollte. Immer wenn ich kurz davor bin, ein Unternehmen so interessant zu finden, dass ich ernsthaft einen Kauf erwäge, spätestens dann nehme ich meine Checkliste und versuche sie auszufüllen und alle Haken zu setzen. Und wie wir jetzt hier sehen, ist einfach viel zu viel Rot hier in dieser Checkliste, sodass das Risiko wahrscheinlich einfach zu groß ist. Ne? Hier stehen Fragen drin, wie viele Guru- oder Superinvestoren halten eigentlich diese Aktie. Das ist in dem Fall unklar, da es ja an der deutschen Börse gelistet ist und nicht in Amerika. Dann haben wir Fragen drin, hat die Firma einen Burggraben? Nein, definitiv nicht. Es gibt vielleicht hohe Barriers to Entry, weil es einfach ein sehr kapitalintensives Geschäft ist. Eine wichtige Frage ist, wie viel Geld kann ich eigentlich verlieren? Und das ist für mich jetzt unklar. Ich weiß ja nicht, wie weit der aktuelle Zyklus noch nach unten geht. Das ist sicherlich nicht so einfach zu berechnen wie eine Coca-Cola-Firma. Deshalb kann ich natürlich auch die Gewinne jetzt nicht prognostizieren mit einer relativen Sicherheit und so weiter. Also die Checkliste, hier ist viel zu viel Rot drin. Das gibt mir die Sicherheit, dass ich es jetzt nicht kaufen darf und diese Position jetzt für mich meine Grenze jetzt 1000 Euro definitiv nicht überschreiten sollte. Abschließend eine Bitte. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like und ein Abo da, ich würde mich sehr freuen. Wenn ich außerdem bestimmte Unternehmen oder Aktien analysieren oder Kennzahlen erläutern soll, schreibt es mir in die Kommentare. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.